Endlich ist es soweit. Die Fabrik hier in Papenburg ist eröffnet. Jetzt geht's richtig los. Ja, wir freuen uns, den neuen Standort hier im Papenburger Hafen eröffnet zu haben. Wir betreiben hier eine lose Substratproduktion, um dann unsere Gartenbaukunden, vor allem in der Dachregion, aber auch hier im Papenburger Hafen zu beliefern. Und das mit hochqualitativen Substraten, die vor allem auch noch Torfrohstoffe als wichtigsten Rohstoffbestandteil enthalten. Zum Thema Qualitätssicherung der Rohstoffe haben wir hier in Papenburg eine Synergie aus Wohlpiet und Glasmann-Dallmann. Das bedeutet, Wohlpiet prüft bereits die eingehenden Rohstoffe und stellt diese homogen für Glasmann-Dallmann zur Verfügung. Und Glasmann-Dallmann betreibt darüber hinaus ein eigenes Labor hier in Papenburg, um eben auch die angelieferten Produkte weiter zu prüfen und natürlich auch die fertig produzierten Substrate, sodass wir eine durchgängige Qualitätskontrolle in der gesamten Kette haben. Dadurch, dass wir hier eine neue Fabrik quasi auf der grünen Wiese planen konnten, konnten wir von Anfang an unsere Prioritäten auch im Aufbau der Fabrik in die Planung mit einspielen lassen. Frage, was bringen die Neuerungen? Ist vor allen Dingen eine hohe Effizienz der Gesamtanlage bei maximaler Qualitätssicherung und vor allen Dingen auch der Qualitätskontrolle durch unser Labor und durch die ganzen Daten, die wir generieren und somit, dass wir einen möglichst hohen Mehrwert für unseren Kunden generieren können. Was mich an dieser Mischanlage begeistert, ist vor allen Dingen, dass es die neueste Generation der Glasmann-Dallmann-Mischanlagen ist und vor allen Dingen auch eine der größten, die wir jetzt in der Gruppe betreiben. Das bedeutet, wir haben viele Dosierbunker, keine Wechselzeiten zwischen verschiedenen Rohstoffen, weil wir Bunker leer fahren müssen und daher auch eine große Verfügbarkeit für unseren Kunden. Mit der neuen Fabrik in Papenburg stellen wir uns strategisch sinnvoll auf. Wir sind hier am Hafengelände in der Lage, unsere strategischen Ziele weiter zu verfolgen, indem wir nicht nur Torfrohstoffe verarbeiten, sondern zukünftig auch Holz, Kokos oder sonstige steigende alternative Ausgangsstoffe direkt hier in der neuen Substratfabrik zu verarbeiten. Unser Ziel bei Glasmann-Dallmann ist es, bis 2030 auf 50% alternative Ausgangsstoffe in unserem gesamten Substratmix zu kommen. Und mit dieser neuen Fabrik hier in Papenburg leisten wir einen sehr wertvollen Beitrag, um dieses Ziel, dieses sehr ambitionierte Ziel auch zu erreichen. Technische Neuerungen sind vor allem der hohe Datenzugriff auf alles, was wir in der Anlage haben, um auch langfristig die Produktion weiter zu optimieren und die Dosiergenauigkeit weiter zu erhöhen. Ja, von meiner Seite aus muss ich sagen, haben wir hier eine sehr moderne, effiziente Fabrik. Was für mich aber viel wichtiger ist, dass wir hier auch ein sehr engagiertes und starkes Team im Hintergrund haben, bestehend aus einem Mischanlagenführer, einem Mitarbeiter im Labor, in der Instandhaltung und im Versandbüro. Ein kleines Team, aber sehr, sehr schlagkräftig. Die neue Fabrik in Papenburg bedeutet für mich Zukunftsfähigkeit, nicht nur für Glasmann-Dallmann, sondern auch unsere Kunden, hochqualitative Substrate und Rohstoffsicherheit.